in der Türkei. Wir sind jetzt schon ein paar Kilometer gefahren und fahren wir gerade einkaufen. Givrex, so wie heißen die hier? So Sesamringe, Linsen, Bulgur, Avocado, irgendwie so ein Dip oder sowas. Bisschen Gemüse noch, Hummus. Abend. Olga war jetzt gerade hier Wasser holen auf so einer Baustelle da hinten. Und irgendwie scheint sie mit den Typen da zu verhandeln. Mal gucken, vielleicht können wir hier irgendwie schlafen irgendwo oder so. Gut, nochmal Planänderung. Wir wurden jetzt gerade nochmal umgesiedelt von dem Typen, von dem wir auch Wasser bekommen haben. Richtig freundlich. Sie hat uns angeboten, entweder hier in dem Haus zu schlafen irgendwie. Ist allerdings ziemlich dreckig und so. Oder wir können hier vorne halt auch einfach unser Zelt aufschlagen, was wir glaube ich machen werden. Und ja, gucken wir mal, wie wir hier unsere erste Nacht in der Türkei dann verbringen. Morgen. Gut geschlafen, bisschen frisch war es, aber es ging einigermaßen. Jetzt packen wir unser Zelt zusammen und dann geht es 50 Kilometer ungefähr weiter. Wie heißt die Stadt da, weißt du das? Golodalu oder sowas. Da haben wir auf jeden Fall einen Couchsurfing-Host. Und das ist direkt am Marmarenmeer. Das heißt, übermorgen nehmen wir die Fähre und dann sind wir aus Europa raus und sind in Asien. Wir sind wieder am Mittelmeer! Da hinten kann man es sehen. Jetzt haben wir rechts Marmarenmeer. Links Mittelmeer. Und in der Mitte die Schotterpistestraße, die wir weiterfahren müssen. Unsere erste Nachtfahrt. Wir werden von unserem Couchsurfing-Host zu ihrer Wohnung eskortiert. Nach ungefähr 10 Kilometer sollten wir da sein. Ziemlich anders in der Nacht zu fahren.
der Fähre über das Marmara-Meer nach Chanukale. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir gleich von der Fähre runterfahren, in Asien sind. Juhu! Unser erster Campingspot in Asien. Nur von mir. Guter Miauz. Ja, schon mit 2 Pfoten nach vorne. Ja, nicht so warm. Lass sie kurz rein, dann kommt sie gleich raus. Lass sie kurz rein, dann kommt sie gleich raus. So, wir müssen uns jetzt leider von unseren Hosts verabschieden. Wir haben hier bei ihnen aber sehr gut geschlafen. Und die auch bei uns. So, Olga hat jetzt nochmal wieder einen Platten gehabt. Müssen wir jetzt nochmal schnell zusammenflicken. Wir bleiben noch ein bisschen bei dir. Jo. Tschüss, Pannenservice hier. Wir stehen jetzt vor der historischen Stadt Troja. Haben wir irgendwie durch Zufall gesehen, dass das hier in der Gegend ist. Da hinten sieht man sogar ein trojanisches Pferd, der nachgebaute Version. Genau, in Chanakale hatten wir schon das Original gesehen, was in dem Film verwendet wurde. Also das Original, was in dem Film verwendet wurde. Morgen. So früh wie lange nicht mehr, 8:20 Uhr jetzt. Wir wurden von unserem Couchsurfing-Host quasi rausgeschmissen. Er muss jetzt zur Arbeit. Aber gut, dann kommen wir auch mal ein bisschen früher los. Ja, aber wir dürfen jetzt eben gleich bei der Arbeit besuchen und Chai trinken. Genau. Das machen wir. Ungefähr in 10 Kilometern arbeitet er hier an der Autobahn als Tunnelingenieur. Und hat er gestern gesagt, gut, dann kommt er morgen einfach noch vorbei und holt euch einen Chai ab. Das machen wir auch.
Hallo, wir sind jetzt in Ayvalik und machen hier gerade Mittagspause. Es gibt Brot und Mandarinen. Und vielleicht Helber, wenn wir nicht satt werden. Sehr schön. Das ist jetzt unser 6. Tag in der Türkei. Und bis jetzt ist es richtig cool. Die Leute sind richtig nett. Die Landschaften sind schön. Und das Wetter wird auch von Tag zu Tag besser. Jetzt ist es wirklich schon ziemlich warm. Ne? Also, du hast noch eine Jacke an, ich habe keine Jacke mehr an. Sind schon 20? Ja. Oder? Ja. An der Sonne. Ja, 20 Grad sind das schon. Wird besser. Und in 2 Tagen wollen wir in Izmir sein. Da machen wir dann ein bisschen Urlaub. Guten Abend, unser Campingplatz für heute. Ja, Schaf ist auch da. Ja, auf so einem Feld irgendwie. Nicht so viel los. Da vorne ist die Straße. Schupp. Und jetzt räumen wir noch schnell unser Zelt ein. Und dann gibt's was zu essen. Genau, es gibt Kartoffeln mit Brokkoli und Linsen. Eintopfmäßig gemacht. Einverstanden? Guten Morgen! In diesem Olivenhain hier haben wir heute geschlafen. War ganz okay. Ein bisschen laut hier vorne. So, da geht direkt die Hauptstraße lang, irgendwie die so halbwegs Autobahn. Da wo wir auch mit dem Rad fahren. Es war eigentlich schon ein bisschen lauter und es war auch ordentlich windig. So wie gestern den ganzen Tag eigentlich. Jetzt geht's wieder. Und jetzt haben wir noch 30 Kilometer bis Izmir. Dann haben wir es geschafft. Und dann legen wir uns in die Badewanne. Da freuen wir uns! Wir sind in Izmir angekommen. Juhu! Wir müssen jetzt noch einmal so eine Fähre nehmen und einmal rüber. Da hinten, das ist quasi das richtige Izmir, wo wir hin wollen. Unser Apartment. Küche, eine Schlafcouch, Fernseher, alles am Start. Badezimmer mit Badewanne, Spiegel. Zweites Schlafzimmer. Hui. Und noch ein Spiegel. So, jetzt ist eine Woche Urlaub angesagt. Und dann sehen wir uns danach wieder.
Unser Urlaub ist leider jetzt vorbei. Und jetzt fahren wir zum Bahnhof und nehmen eine U-Bahn bis zum Flughafen, damit wir hier nicht so durch die Stadt gurken müssen mit unseren Fahrrädern. 'Es regnet natürlich, wenn wir losfahren wollen. Ja, ist nur ein kleines Stückchen zum Bahnhof und dann fahren wir erstmal noch 10 Kilometer oder so mit der U-Bahn. Kilometer jetzt ungefähr von Izmir entfernt. Hier machen wir Pause für heute. Das ist irgendwie so ein verlassenes Haus, so ein verlassener Bauernhof. Ja, irgendwie so ein Zwischending. Und gucken wir gleich mal, wo wir unser Zelt aufbauen. Vielleicht hier unterm Baum oder vielleicht doch im Haus oder da. Die sind ganz klein. Während ich hier Spaziergänge mache, da hinten wird hart gearbeitet. Das Haus wird aufgebaut. Hast du schon vergessen, wie man das macht? Ja, wir können noch duschen. Ah ja, perfekt. Sehr gut. Wir bauen das Zelt draußen auf. Genau. Die ganze Woche jetzt in der Wohnung geschlafen. Jetzt muss draußen geschlafen werden. Wir sind die Einzigen, die da durchkommen würden. Ja, ist ein kleines Stückchen noch. Na, geht's noch? Noch 1 Kilometer schieben. Und vielleicht können wir danach runterrollen. Ja. Die 4 Kilometer haben wir schon hinter uns. Aber es wird jetzt dunkler und noch mehr Schnee. Ein kleines Stückchen noch. Oh. Dann haben wir es. Das ist gut. Ganz schön anstrengend. Unerwartet. Unerwartet vor allen Dingen. Auf einmal liegt hier Schnee rum.
Bremsen bitte. Deine Bremsen, funktionieren die? Geschafft für heute, mit ordentlich Gegenwind, knapp 70 Kilometer gemacht. Sind jetzt noch ungefähr nochmal 70 Kilometer bis Pamukkale. Und hier schlagen wir jetzt heute unser Zelt auf so einem, oder neben so einem Orangenfeld. Unter einem Orangenbaum. Aber die sind ganz schön fest, die sind noch nicht reif. Noch nicht reif? Oh. Vielleicht die da oben. Nee, naja. Nee, nicht so richtig. Naja, gut. Schlagen wir hier unser Zelt auf. Gestern haben wir über Couchsurfing in Aydin übernachtet. Auch wieder ein richtig cooler Abend mit leckerem Essen und tollen Gesprächen. Also die Türken sind richtig nett. Bringt richtig Bock hier. Ja. Merhaba. Wir sind in Pamukkale angekommen. Und heute ist der 31. Dezember. Deswegen jetzt fahren wir bis zu Silvester hier in unserem kleinen Hotelzimmer und gucken wir mal, was wir so treiben. Wir haben eine Flasche Wodka und Kleine Buffet richten wir jetzt gleich ein und hier gibt es einen Laden, der 24 Stunden auf hat. genau, und gucken wir mal, ob wir nachher vielleicht noch rauskommen und ein Feuerwerk zu singen bekommen. Wir sind jetzt in Pamukkale und wir müssen unsere Schuhe ausziehen, um rüberzukommen. Zum Glück ist das eine heiße Quelle. Wir sind wieder unterwegs. Wie ihr seht, noch in Pamukkale. Wir wollen hier noch ein paar Bilder machen und dann geht es weiter Richtung Demizil. Sind ungefähr 25 Kilometer und Da haben wir am nächsten Warm Shower Horse. Heute ganz gemütlich.
Genau, sehr gut. Guten Abend und willkommen in der Eiswüste. Wir sind jetzt heute ungefähr 700 Meter hochgefahren, sind jetzt auf so 1200 ungefähr und ja, hier liegt wieder Schnee. Aber wir haben einen ganz coolen Campingspot hier gefunden, unter so einem Baum. Da ist überall alles schon weggeschmolzen. Bauen wir jetzt gerade unsere Sachen auf. Und gestern waren wir in Denizli über Warm Showers bei Muhammad. Auch wieder richtig cool gewesen. Und heute habt ihr schon im Video gesehen, hat er uns noch 20 Kilometer mit seinem Rennrad begleitet und ist dann wieder nach Hause gefahren. War ziemlich cool. Jetzt haben wir eben aufs Thermometer geguckt, minus 2 Grad. Wir gucken jetzt, dass wir schnell das Zelt aufgebaut bekommen und uns schön einkuscheln können. So, wir haben gerade Mittagspause gemacht oder sind noch dabei und dann haben wir eben einmal kurz das Wetter uns angeschaut für die nächsten Tage. Also die nächsten Tage geht es noch irgendwie einigermaßen, nachts bis minus 5 oder so, minus 2. Aber Samstag soll es hier bis minus 21 Grad gehen nachts. Dann werden wir zum Glück schon nicht mehr hier sein, sondern ein paar Kilometer vor Antalya wahrscheinlich. Da wird es dann hoffentlich wärmer sein an der Küste. Aber wir fragen uns echt, wie die Leute das hier irgendwie halbwegs überleben sollen mit minus 21 Grad. Weil in den Häusern sind hier nirgendwo Heizungen und sowas eingebaut. Und das ist alles total dünn und ohne Isolierung gebaut und so. Also, keine Ahnung, ziemlich abgefahren. Ich glaube, so kalt war es hier mit Sicherheit ziemlich lange nicht mehr. Kilometer gefahren, sind wir hier an so einem Rastplatz angekommen und gibt es noch Wasser, hoffentlich zumindest. Ja, sehr schön. Und dann gucken wir mal, wo wir unser Zelt jetzt aufbauen. Vielleicht da hinten irgendwie.
sind kurz vor Antalya und haben einen ganz schön harten Tag hinter uns. Heute Morgen habt ihr ja gesehen, bei unserem Campingspot lag noch, nicht Meter hoch, aber schon ziemlich hoch Schnee. Als wir losgefahren sind, war dann auch noch ein Schneesturm angesagt. Wir sind da durch den Schnee noch gefahren und mussten noch 2 Berge hochfahren. Aber wir haben das irgendwie alles geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir hier einen Campingplatz mit Ausblick aufs Mittelmeer sogar. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nicht so richtig, aber da ist das Meer. Guten Morgen. So, wir haben schön ausgeschlafen und sind wieder ganz gut drauf, glaube ich. Jetzt ist erst 11. Ja, und die Sonne scheint und es ist schön warm und wir müssen heute nicht so viel fahren und heute Abend haben wir eine Dusche bei unserem Warm Showers Host und ja, alles ganz schön, glaube ich. Jetzt packen wir noch unsere Sachen zusammen, das meiste haben wir schon auf unseren Rädern. Das Zelt auch schon abgebaut, noch zusammenpacken, Vordertaschen, Benzinflaschen, Schlafmatten und dann geht's gleich weiter in die City. Noch ein Platten. Sind zwar in Antalya, aber Das sind riesige Steine, da eine Scherbe. Das Loch schon gefunden. Jetzt müssen wir das Ding da noch rausbekommen. na, zeig mal das Prachtstück. Sieht man's? Uiuiui, ja, sieht man. Das große Glas. Ja, eine Scherbe. Boah. Frisch. Na gut, dann fliegen wir und dann können wir weiterfahren. Ja. Ist halb so schlimm. Wir sind bei unserem Warm Showers Host angekommen in Antalya und haben es hier richtig gemütlich. Jetzt machen wir ein bisschen organisatorischen Kram. Gucken nach einer Post und so weiter und Olga braucht noch einen neuen Ausweis und bla bla bla. Irgendwie ein paar Dinge zu erledigen. Aber wir machen das hier alles ganz gemütlich und haben auch ein paar Tage Zeit, bis unser Flug geht. Das müssen wir auch noch machen, unsere ganzen Sachen zusammenpacken. Aber kriegen wir alles hin. Am Flughafen angekommen, nach langem Kampf im Taxi, aber haben alles reinbekommen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das alles abgegeben bekommen und so weiter. Und ja, Der Spaß beginnt. der Spaß beginnt, genau. Fahrräder. Hoffen wir mal, dass alles gut geht.
Tschüss.